Moin, ich bin Tillmann von der Radelbande. Kollektives Aufatmen bei den meisten Baboo-Fahrerinnen und Fahrern, denn heute gab es einen Brief an die Händler, wie die Rückrufaktion weitergeht. Und diesen Brief gucken wir uns mal ganz genau an. Erstmal sagen sie, ja, es hat ein bisschen gedauert, aber das lag wohl Aussagen aus der Szene nach zu urteilen nicht im Wesentlichen an Baboo, sondern auch an den langsamen Mühlen der Bürokratie. Sie sagen aber, jetzt in Abstimmung der deutschen Behörde ist die Untersuchung der Sicherheit aller Baboo-Modelle abgeschlossen. Und es gibt gute und schlechte Neuigkeiten. Die schlechten zuerst. Das City Mountain ist ebenfalls betroffen, allerdings nur Bikes, die bis 2020 produziert worden sind. Danach, und das hattet ihr auch in dem ersten Video zu diesem Thema angesprochen, wurde so ein Verstärkungsblech eingesetzt unter dem vorderen Rahmenteil. Und das habe ich auch jetzt bei einigen Bikes mal geguckt, ob das da ist. Und tatsächlich scheint das diesen Rahmenbrüchen vorzubeugen bei dem Mountain-Modell, allerdings halt erst ab 2020. Das wird gleich noch relevant. Also heißt es auch Rückruf für das City Mountain Modell vor 2020, genauso wie das City und Mini und City E und Mini E, wie wir im letzten Video schon besprochen hatten. Aber die guten Neuigkeiten ist, praktisch alle anderen Fahrräder sind nicht von diesem Rückruf betroffen und scheinen sicher zu sein und scheinen den Sicherheitsanforderungen zu entsprechen. Das heißt, alle drei Räder im Wesentlichen können jetzt wieder ohne Probleme und ohne schlechtes Gewissen auch gefahren werden. Aber sie schränken das auch so ein bisschen ein. Sie empfehlen dringend, auch diese Räder, die nicht von dem Rückruf jetzt betroffen sind, einmal durchchecken zu lassen für eine kostenlose Inspektion. Das hatte ich ja auch im ersten Video gesagt und da gab es auch so ein bisschen Backlash, dass einige von euch gesagt haben, ja, damit wird die Verantwortung dem Händler übertragen. Sehe ich aber nicht so, weil der Händler, der kann halt sagen, ob ein Bike jetzt irgendwelche Beschädigungen schon aufweist, aber natürlich der Kundin oder dem Kunden nicht sagen, so, du darfst das jetzt nicht mehr fahren. Wenn ein Rad eine Beschädigung aufweist, dann ist das natürlich etwas, was dann zurückgespielt werden muss zu Baboo. Und auch hier gibt es jetzt demnächst eine Inspektionscheckliste für jedes einzelne Modell und Ablauf der Arbeitszeitvergütung kommt dann nach den Osterfeiertagen für die Händler. Für euch als Endkundinnen ist es nicht relevant, weil das für euch kostenlos ist und diese Kosten werden von Baboo getragen. Und diese Inspektion soll dann auch für alle Räder durchgeführt werden, die noch in den verschiedenen Lägern der verschiedenen Händler sind. Gehen wir mal auf die zweite Seite. Und dann, und das fand ich auch interessant, ein Upgrade einzelner Komponenten kommt noch. Dafür gibt es dann weitere Infos in den nächsten Wochen. Also scheinbar sind auch die Modelle, die jetzt auf dem Markt sind, die sind zwar als sicher bewertet worden, aber bieten noch Raum zur Verbesserung. Und diese Modelle können dann offenbar in naher Zukunft nochmal weiter verbessert werden, um wirklich auch jeden Restzweifel auszuräumen. Und auch hier wiederum, die Website Kontrolliere deinen Rahmen, darüber hatten wir schon im ersten Video gesprochen. Da sollen es jetzt entweder ab jetzt oder ab demnächst, so könnt ihr ja mal checken, ob, wenn ihr ein Baboo habt, ob da jetzt neue Informationen hinterlegt sind, kann dann pro Rahmennummer auch gesagt werden, welche Maßnahmen jetzt für welches Bike eben vorgesehen sind. Und dann könnt ihr das mit eurem Händler oder eurer Händlerin eben abstimmen. Aber jetzt wird es interessant in Bezug auf den Austausch des Lastenfahrrads. Besitzer eines bis zu 5 Jahre alten Lastenrads erhalten als Teilentschädigung ein neues, hochwertiges Lastenrad. Das ist ja schon mal gar nicht schlecht. Die Frage ist, was für eins? Es muss ja ein hochwertiges Lastenrad sein. In welchem Preisrahmen ist das? Können sich die Kundinnen und Kunden da irgendeins aus dem Laden aussuchen? Oder ist das irgendwie weiter eingeschränkt? Das geht aus diesem Brief nicht hervor. Das ist also etwas, was noch weiterer Erklärung bedarf. Und was auch interessant ist hier, bevorzugt der Kunde ein normales E-Bike, auch das ist möglich. Also es ist nicht dann, dieses Austauschbike ist nicht auf ein Lastenrad eingeschränkt, sondern im Grunde können sich die Kundinnen und Kunden irgendein Bike aussuchen. Und diesen Satz hier finde ich ganz interessant. Wir verfügen über ein umfangreiches Sortiment, aus dem Sie wählen können. So. Also es kann durchaus sein, dass es jetzt
dass jetzt Babou bzw. Axel sagt, ihr kriegt ein neues Fahrrad, aber das muss aus dem Axel-Universum stammen. Auch da gibt es ja zum Beispiel Carcon als hochwertigere Marke als Babou in Sachen Lastenräder oder auch die ein oder andere hochwertigere E-Bike-Marke. Also genauere Informationen haben wir noch nicht, aber das ist, denke ich mal, für alle, die ein recht junges Lastenrad haben, eine gute Lösung. Für alle, die jetzt von dem Rückruf betroffen sind und ein City Mountain haben, gilt das in den meisten Fällen allerdings nicht, weil da ist ja, wenn wir jetzt März 2024 ansetzen, dann ist da die Deadline quasi März 2019. Von März 2019 bis Dezember 2019, da ist die Spanne nicht ganz so groß und danach wurden ja schon diese Änderungen umgesetzt. Was das für Besitzer älterer Lastenräder heißt, das sehen wir jetzt hier. Für Lastenräder, die älter als 5 Jahre sind, wird ein Zertifikat ausgestellt, das deren aktuellem Wert entspricht. Dieser Tageswert kann beim Kauf eines neuen Lastenrads geltend gemacht werden. Ziel ist, dass auf jeden Fall jedem von dem Rückruf betroffenen Kunden immer auch ein neues, normales Fahrrad angeboten wird. Da hatten auch die ein oder anderen Kommentierenden Zweifel angemerkt, ob es tatsächlich so etwas wie eine Entschädigung geben würde. Das hier klingt jetzt, das hier klingt jetzt irgendwie nicht so richtig nach Entschädigung. Also, wenn man so will, seid ihr dann 5 oder 6 Jahre mit einer tickenden Zeitbombe durch die Gegend gefahren, hattet vielleicht sogar das ein oder andere Problem mit eurem Fahrrad und jetzt wird ein Zeitwert angesetzt, der dann verrechnet wird, wenn ihr euch ein neues Fahrrad kauft. Also ich glaube, damit werden einige nicht ganz so glücklich sein, weil so ein Zeitwertzertifikat, das man dann irgendwie als Gutschein verwenden kann, davon kann man sich tendenziell kein neues Lastenrad kaufen oder muss halt richtig viel Geld draufzahlen. Und mit diesem Ziel, das hier formuliert wird, das heißt im Grunde nur, hey, vielleicht brauchst du ja eh kein Lastenrad mehr, dann brauchst du auch gar nicht so viel Geld ausgeben. Finde ich so ein bisschen fragwürdig. Also eins ist klar, diese ganze Rückrufaktion kostet Axel einen ziemlich hohen Betrag. Ich würde mal schätzen, das ist so in einem mittleren 8-stelligen Bereich. Aber mit dieser Lösung, da werden sicherlich einige sehr unzufrieden mit sein. Den exakten Ablauf der Austauschaktion werden wir in den kommenden Tagen mitteilen. Wichtig ist hier, den Ablauf für die Händler so unkompliziert wie möglich zu gestalten. Dann, die zurückgegebenen Lastenräder werden von einem zertifizierten Partner abgeholt und nachhaltig entwertet. Wo es möglich ist, werden Materialien als Rohstoffe wiederverwendet. Ja klar, also Stahl ist natürlich super, das lässt sich ganz einfach recyceln. Diese Boxen aus Holz, die werden tendenziell das ist ja dann wie so ein Verbundmaterial. Das wird tendenziell nicht ganz einfach sein zu recyceln. Ich denke mal, das wird dann auch in Wärme umgewandelt. Und dann natürlich Elektronikkomponenten etc., sowas zu recyceln. Da gibt es Spezialisten für und ich hoffe, dass diese ganzen zurückgeholten Räder dann auch tatsächlich so gut wie möglich recycelt werden. Dann, alle Babou-Besitzer, auch Personen mit einem zu überprüfenden Lastenrad, also das nicht direkt von dem Rückruf betroffen ist, erhalten eine Entschädigung für die Unannehmlichkeiten in Form von Wartung und oder Zubehör. Also so Wartungsgutscheine oder ein Kleinkindsitz oder eine Sitzpolster oder so. Also das klingt auch nicht so wirklich nach einer Entschädigung, die gerade hier diese Kundinnen und Kunden so richtig glücklich machen wird. Ich denke, da ist Babou auch gerade dran gelegen, das Ganze so günstig wie möglich für sie zu gestalten. Und dann, uns ist bewusst, dass ihr als Händler aufgrund der gesamten Situation große Unannehmlichkeiten erlebt und viele Fragen von euren Kunden erhalten habt. Bin ich mir auch sicher. Und ich bin auch sicher, dass da noch weitere Fragen kommen werden. Und ich bin auch sicher, dass auch noch weitere Leute fragen werden, ob da nicht noch mehr zu machen ist. Also diese Geschichte
ist noch nicht ganz zu Ende. Da wird es auf jeden Fall jetzt einen großen logistischen Aufwand geben. Ihr als Kundinnen und Kunden werdet noch viel, glaube ich, kommunizieren mit euren Händlern und vielleicht auch mit Baboo direkt, weil Baboo ja auch einige Räder im Direktvertrieb verkauft hat. Und da werde ich also wahrscheinlich noch ein weiteres Update-Video demnächst irgendwann mal bringen, wenn es nochmal weitere, präzisere Informationen gibt. Wenn ihr jetzt betroffen seid, schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr mit dieser Lösung zufrieden seid. Und mich würde auch mal interessieren, was hier Kontrolliere deinen Rahmen, was da rausgekommen ist, als ihr eure Rahmennummer eingegeben habt. Schreibt es doch mal in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt und wenn ihr dabei sein wollt, wenn die Radelbahn das nächste Mal auf Tour ist, dann abonniert den Kanal. Tschüss, bis dann.